Herzlich willkommen auf dem MTB News YouTube-Kanal. Mein Name ist Gregor und heute geht es um unsere Testeindrücke vom neuen Propane Taillis Enduro Bike. Das Propane Taillis wurde für die Saison 2023 gründlich überarbeitet, bietet 170 mm Federweg an der Front, 160 mm Federweg am Heck und kann wahlweise als Mallet-Option mit einem 27,5 Zoll Hinterrad und 29 Zoll Vorderrad, als komplettes 29er oder in den kleinen Größen als 650 B-Bike gefahren werden. Wie immer könnt ihr euch das Propane auf der Propane-Website individuell zusammenstellen. In der von uns getesteten Ausstattung kostet das Rad 5.900 €, was sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Außerdem wiegt es 15,8 Kilo mit den Schwalbe-Einheitsreifen, die wir benutzt haben, und Kontaktpunkten der Marke Ergon. Auch beim neuen Taillis setzt Propane auf den Pro 10 Hinterbau. Dabei handelt es sich um ein System mit einem virtuellen Drehpunkt. Das bedeutet, der Hinterbau ist über zwei Links mit dem Hauptrahmen verbunden. Außerdem wird der Dämpfer schwimmend zwischen beiden Links gelagert, ist also nicht mit dem Hauptrahmen fix verbunden, wie bei manchen anderen Systemen. Auffällig ist außerdem, dass Propane auf einen sehr kurzen Dämpfer mit lediglich 55 mm Hub setzt. Die meisten anderen Modelle bei uns im Test haben 62,5 bis 65 mm Hub. Das bedeutet, dass das Propane ein ziemlich großes Übersetzungsverhältnis bietet. In der von uns getesteten Größe L kann man außerdem über einen Flipchip die Geometrie anpassen, um beispielsweise ein 650B Hinterrad einzubauen. Außerdem wurde die Leitungsführung stark überarbeitet. So laufen alle Leitungen nun vorne durch den Steuersatz in den Rahmen und nicht mehr unter dem Tretlager entlang, sondern darüber. Zudem wurde hinten der Schutz des Hinterbaus auch deutlich verbessert. Dort sind nun überall gewellte Gummielemente angebracht. Mit diesen Änderungen hat Propane die einzigen Kritikpunkte ausgemerzt, die wir bei unserem letzten Enduro-Vergleichstest vor 2 Jahren hatten, bei dem sich das Rad den Testsieg schnappen konnte. Mit einem Preisschild von 5.900 € ist das Propane Taillis das zweitgünstigste Rad bei uns im Test, was allerdings nicht heißt, dass man da bei der Ausstattung sparen muss. So kriegt man beispielsweise ein sehr hochwertiges Rocktrox Ultimate Fahrwerk, bestehend aus der Sepp-Federgabel und dem Super Deluxe Coil-Dämpfer. Es ist damit auch das einzige Rad im Testfeld mit einem Stahlfederdämpfer. Geschaltet wird mit dem SRAM X01 Antrieb, die für nötige Verzögerung liefern Magura MT7 Bremsen. Dazu gibt es noch Newman Aluminiumlaufräder, eine Bike-Yoke Revive Sattelstütze mit 160 mm Hub und verschiedene Anbauteile der Marke Sixpack. Propane bietet das Taillis in insgesamt 5 Größen von XS bis XL an. Bei uns im Test war Größe L. Hier hat das Rad einen angenehmen Reach von 475 mm kombiniert mit einem moderat mittelhohen Stack. Dieser wird allerdings durch die Leitungsführung durch den Steuersatz nochmal etwas erhöht. Dazu gibt es noch ziemlich lange Kettenstreben mit 445 mm Länge und ein vergleichsweise hohes Tretlager. Der Lenkwinkel liegt bei moderaten 64,1 Grad. Beim Aufsitzen fällt sofort der steile Sitzwinkel auf, der in der Ebene viel Last auf die Hände verschiebt, in steilen Uphills jedoch angenehm ist und verhindert, dass das Vorderrad frühzeitig steigt. Ansonsten wirkt der Hinterbau im Wiegetritt spürbar und fühlt sich auch im normalen sitzenden Pedalieren etwas zäh an. So kommt man zwar in einem soliden Tempo und entspannt, aber nicht in Rekordzeit oben auf dem Berg an. Nennenswert ist auch, dass der Lockout relativ weit unten im Rahmen versteckt ist und etwas schwergängig ist. In der Abfahrt haben wir eine kurze Eingewöhnungszeit auf dem Rad gebraucht und uns nicht sofort voll in das Taillis integriert gefühlt. Das liegt vielleicht auch etwas daran, dass der Sitzwinkel sehr steil ist und die Sattelstütze nur 160 mm Hub hat. Nachdem wir den Sattel zusätzlich abgesenkt hatten, war der breite Teil des Sattels endlich weg von den Beinen und wir konnten wirklich richtig Gas geben. Dann bemerkt man, dass der Hinterbau unglaublich sensibel ist. Es ist das einzige Rad im Test mit Coildämpfer und geht über ruppiges Gelände wirklich wie ein warmes Messer durch Butter. Das war schon sehr erstaunlich. Generell kann man es auf dem Propane richtig laufen lassen. Es ist ein perfektes Rad für harte Trails, war allerdings auch auf verwinkelten Trails nicht so träge, wie wir eigentlich erwartet hätten. Man muss es schon etwas mit Nachdruck in die Kurve legen, aber dann geht es durch den moderaten Reach und trotz der langen Kettenstreben wirklich flink um Kurven, sodass wir jetzt sagen würden, es ist nicht ein reines Downhill-Bike, sondern hat durchaus einen vielseitigen Charakter. Zudem ist uns positiv aufgefallen, dass das Propane Taillis das mit Abstand leiseste Rad im Test war und so gut wie keine Geräusche von sich gegeben hat. Zusammengefasst können wir dem Propane Taillis einen wirklich extrem sensiblen Hinterbau attestieren und hatten einen mega Spaß auf den härtesten Trails in Finale Ligure. Trotzdem würden wir das Rad nicht als einseitig bezeichnen, sondern waren auch von dem insgesamt agilen Fahrverhalten überzeugt. Allerdings müssen wir sagen, dass wir uns insgesamt gerne etwas mehr in das Rad integriert gefühlt hätten, was wohl das Sicherheitsempfinden nochmals verstärkt hätte. Positiv hervorheben wollen wir insgesamt jedoch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten des Propanes.
Viele weitere Details und Eindrücke zum Propainter i findet ihr in unserem Testartikel, den wir euch hier unter dem Video verlinken. Außerdem könnt ihr natürlich gerne Anregungen und Kommentare oder auch Fragen hier unter dem Video posten. Und hier geht es direkt zu unserem nächsten Video.